Es freut mich sehr, dich heute in meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Und ich habe dich ja eingeladen, weil du ein interessantes Buch geschrieben hast, was sehr kritisch ist gegenüber dem Umgang mit Hochbegabung. Ja, erstmal lieben Dank, dass ich da sein darf, Alice. Und ich freue mich sehr. Und ja, ob es kritisch ist, mal schauen. Ich habe gehört. Also Hochbegabung, ja, ist ja was Schönes. Also von daher ist es ja gar nicht so schlimm. Aber wenn es natürlich dann in die Sache geht, dass man hochbegabt auch scheitern kann, dann ist das eine andere Sache. Da gebe ich dir ganz recht. Absolut. Vielleicht kannst du ja mal kurz, also der Titel ist ja Hochbegabt gescheitert und neue Mhm. Türen öffnen sich. Und der Titel ist ja schon ganz lustig insofern, weil mein Buch, was ich 2023 veröffentlicht habe mit Christian Dräger, das heißt ja Scheitern als Businessbeschleuniger. Klasse. Und das ist ja ähnlich wie dein Untertitel im das hochbegabt gescheitert, dass Scheitern nicht alles ist, sondern dass sich dadurch auch neue Türen öffnen. Ganz genau. Im Scheitern stecken ja auch immer Chancen und im Nachhinein bin ich tatsächlich auch dankbar für all die Erfahrungen, die wir sammeln durften. Auf all das Scheitern auch wenn es natürlich was gemacht hat mit unserer Familie, aber im Endeffekt haben wir viel gelernt und vor allen Dingen darf ich heute vielen Eltern helfen und Lehrkräfte auch für das Thema sensibilisieren. Das ist schön. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ich habe ja da auch, da wollten wir ja nachher noch mal drüber reden, ich mache auch so Weiterbildung für Lehrer und vor allem ist das auch ganz schön, weil ich hier jetzt, ich bin ja ausgewandert 2021 und habe dann meine Firma auch hier gegründet und da gibt es so ein Programm Erasmus Plus, worüber die Lehrer eben diese Fortbildung besuchen können und gleichzeitig eben ins Ausland gehen können. Sozusagen Urlaub und Lernen gemeinsam. Erzähl mal, wie du zu dem Buch gekommen bist, also ein bisschen über das Buch, was da so Mhm. passiert, was man erlebt, wenn man es liest. Man erlebt unsere persönliche Geschichte und ich glaube, das macht das Buch auch besonders, dass ich von unserem älteren Sohn erzähle, der letztendlich 2 Jahre Schule verweigert hat und die Hochbegabung erst mit 16 entdeckt wurde. Vorher wurde er ADHS diagnostiziert in der Grundschule, weil er in der Schule einfach nicht funktioniert hat und es Hm. wurde immer schlimmer und eins kam zum anderen. Es war ja auch ein langer Prozess, ein langer Weg mit vielen Diagnostiken, mit vielen Dingen, die wir ausprobiert haben. Und letztendlich hat er dann mit 15 Jahren verweigert. Und das hat uns als Familie natürlich in ein tiefes Loch gerissen, zumal wir überhaupt nicht mehr wussten, wo sollen wir ansetzen, was sollen wir tun. Und durch Zufall, in Anführungsstrichen, bin ich dann auf den Begriff Underachievement gestoßen. Und das habe ich immer mit Hochbegabung gleichgesetzt. Underachievement kann eigentlich zu unserem Sohn nicht passen. Der ist nur überdurchschnittlich begabt. Und letztendlich sind wir dann über einen Coach, haben wir den Tipp bekommen, dann doch noch mal eine Begabungsdiagnostik zu machen. Das haben wir gemacht und tatsächlich kam da die Hochbegabung raus, wobei ein Wert sogar an der Höchstbegabung kratzt. Und ja, das war natürlich seine individuellen Herausforderungen. Wenn ich unterbrechen darf, warum hast du vorher gedacht, dass er nicht hochbegabt wäre? Weil wir eine ADHS-Testung gemacht haben, beziehungsweise machen lassen haben in der Grundschule auf Anraten von Lehrkräften und auch vorher ErzieherInnen und also Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, Wir haben in der ADHS-Diagnostik auch einen IQ-Test machen lassen. Das wird ja so standardmäßig mitgemacht. Und dort kam heraus, dass er einen IQ von 121 hat, also in der Hm. überdurchschnittlichen Begabung liegt. Und dann war das Thema für uns erledigt, weil wir haben gedacht, okay, er ist clever und es passt. Da haben wir uns auch gar keine Gedanken mehr gemacht und haben uns dann voll mit allen Beteiligten auf das ADHS fokussiert. Ja, Ja. ich find die Begriffe immer so schwierig, weil Aufmerksamkeitsdefizit, ich finde, das ist ja kein Defizit, wenn Mhm. jemand einfach super schlau ist und sich langweilt und deswegen nervös wird und viele andere Dinge tut, weil es ihm einfach echt langweilig ist. Und der IQ-Test, es ist ja auch immer wirklich viel, wo man gerade ist, ob man sich gerade wohlfühlt, ob man gerade gut geschlafen hat, etc. Also bei mir kam ja bei dem Massentest sozusagen, also Mensa macht ja nur so Gruppentests. Und in Mhm. diesem Gruppentest hatte ich einen IQ von 97. Und Wow, dann krass. später beim Psychologen, wo es ein Einzeltest war, der auch eben ohne Zeitlimit war,
Da konnte ich ganz anders herangehen und da war für mich eben dieser Zeitdruck nicht da. Und da hatte ich dann plötzlich einen IQ von 132. Wo man sich natürlich auch fragt, wie vertrauenswürdig sind diese IQ-Tests? So, ja. Genau, also ich habe mich selbst ja auch keinem Mensa-Test gestellt. Ich habe gleich gedacht, na, Gruppentest, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Und bei den Mensa-Tests oder diesen kleinen Ausschnitten, die jetzt da im Internet auch rumgeistern, habe ich immer ganz schlecht abgeschnitten. Das war immer gar nicht meins. Und ich habe dann irgendwann überlegt, ich meine, ich bin ja durch meine Kinder auf die Hochbegabung gekommen. Ich weiß es ja erst seit 1,5 Jahren, dass ich selbst hochbegabt bin. Wow. Und dann habe ich auch eine Begabungsdiagnostik machen lassen, da wo meine Kinder auch waren. Und eben, wie du sagst, dieses wohlwollende Umfeld, das Kind ist satt, das Kind ist zufrieden, das Kind ist wach und aufmerksam und kann sein Potenzial abrufen. Und so war es bei mir auch, obwohl ich mega aufgeregt war. Und ich habe auch danach dann gefragt, ob da wirklich kein Berechnungsfehler vorliegt. Ich habe zweimal bei der Begabungsdiagnostikerin angerufen und gefragt, ob das wirklich sein kann. Und sie sagte, nee, nee, das stimmt schon. Und ja, dann bin ich eben auch Mitglied bei Mensa geworden und seitdem weiß ich um meine eigene Hochbegabung. Aber da gebe ich dir recht, die IQ-Tests in einem klinischen Setting sind sehr mit Vorsicht zu genießen und auch die Gruppentestung bei Mensa. Ich würde sie persönlich nicht empfehlen. Ja. Aber jeder ist ein anderer Typ, von daher. Und ich meine, versuchen kann man es ja und wenn man durchfällt, kann man ja immer noch einen anderen ausprobieren. Was ich halt Genau. schade finde, ist, dass auch viele Frauen nicht erkannt werden. Also schon in der Schulzeit nicht, weil sie halt häufig nicht verhaltensauffällig sind, wie die Jungs. Die Jungs werden dann verhaltensauffällig und bekommen deswegen Testungen etc. und auch Hilfe. Ich war auch verhaltensauffällig, aber die meisten Mädels sind halt eher introvertiert und werden dann depressiv oder ähnliche Symptome, aber sind halt nicht verhaltensauffällig, also werden nicht aggressiv und so. Und dadurch wird ihnen aber auch nicht geholfen. Und das finde ich halt echt manchmal schlimm und schade drum vor allem. Erzähl mal so die Kurzzusammenfassung deines Buches, worum es da so geht. Ja, also wie gesagt, das ist die persönliche Geschichte von unserem älteren Sohn, wirklich von Babyalter bis hoch. Er ist ja jetzt 21. Ich erzähle es, bis er 19 war, glaube ich. Also, aber 19, das ist 20. sozusagen eine Biografie, aber die du über ihn geschrieben hast. Ja, richtig, genau, über Und unsere Erfahrungen. Aber das Besondere ist, dass ich immer wieder kurze Zwischenkapitel mache über ADHS, über Underachievement, ah, Hochbegabung, asynchrone Entwicklung, Autismus-Spektrum-Störung, Depression. Also das komplette Feld, was eigentlich dazugehört und was eine Hochbegabung flankieren kann, habe ich dann immer in kurze Zwischensequenzen eingeschoben, so wie es bei uns auch immer dann dran war tatsächlich innerhalb des Lebens von unserem Sohn. Und ich habe mich dann auch noch um das Schulsystem ja. gekümmert, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich habe geschaut, wie könnte dann denn eine Schule aufgebaut sein, die hochbegabten Kindern entgegenkommt. Also in meinem Buch schreibe ich ja vor allen Dingen über unseren älteren Sohn, der hat ganz viele Kapitel bekommen und über unseren jüngeren Sohn habe ich auch ein Kapitel geschrieben. Da geht es auch um Hochsensibilität, also andere Neurodivergenzen, die hier zusammentreffen. Und im Buch habe ich dann eben auch über das Schulsystem berichtet. Ich war sogar hospitieren an einer Schule, an einer Gesamtschule, die nach einem selbstgesteuerten Lernkonzept unterrichtet. Und das war hochinteressant und ich glaube, dass das unseren hochbegabten Kindern unglaublich entgegenkommt. Vielen lieben Dank, Susanne. Dann freue ich mich sehr auf nächste Woche, auf das Video, wo wir dann mehr erfahren werden über diese Schule, die auch gut mit für Hochbegabte ist. Ich bin sehr gespannt. Ich war ja selber auch Lehrerin und habe mir auch einige Schulen angeschaut in Deutschland, die speziell für Hochbegabte sein sollten. Ob es immer das war, das erzähle ich dann nächste Woche. Abonniert jetzt den Kanal und ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen zum Thema Schule für Hochbegabte.